meiner Bratwurst. Damit die Wurst Biss hat, aber gleichzeitig saftig ist. Sind auch keine Knorpel drin, aber schon kollagenisch, sprich Bindegewebe sind da drin und die müssen auch da drin. Sorry. Genau das. Aber man kostet das hier, wenn man will, würde man nicht das Frauen runterziehen, das kannst du nicht bezahlen. Salve. Morgen, Andreas. Morgen, grüß dich. Ja, schön, dich kennenzulernen. Morgen. Na? Ach, ja. Hier, wo wir uns jetzt gerade aufhalten, das ist der Kernbetrieb, das ist die Base, das ist das Gut Wulfsdorf, das ist die Produktion. Hier haben wir 300 Quadratmeter und auf den 300 Quadratmeter produzieren wir die konsequentesten Fleisch- und Wurstwaren nach ökologischen Kriterien. Von der Genetik her, über die Schlachtung bis über das Dry Aging oder was wir heute jetzt machen, ist das Warmwursten. Also wir versuchen immer, jedes kulinarische Extrem hier zu leben und wieder zu beleben. Und hier haben wir auch unser Laden, unsere Verkaufsstelle direkt im Hofladen, können wir uns gleich auch mal angucken. Da geht dann sozusagen der landwirtschaftliche Teil über zur Metzgerei Dreimann und das ist unser Leuchtturm des Betriebes als Verkaufsbereich direkt vor Ort. Ne? Direkt bei uns kann man Landwirtschaft erleben und wir brauchen sie nicht künstlich darstellen, weil wir haben sie direkt vor der Tür. Die Demeter Landwirtschaft hat ja eine ganz große Vorgeschichte. Man hat irgendwann vor gut 100 Jahren, hat der Herr Steiner sich einen anderen Weg gemacht der Landwirtschaft. So ist das mal entstanden, um mal jetzt ganz weit auszuholen. Man hatte schon festgestellt, dass die Lebensmittel um, ich sage mal, 1900, dementsprechend 25 nicht mehr so wertvoll waren wie ungefähr 1870, weil ist damals schon die Industrialisierung in die Landwirtschaft eingezogen. Die Früchte waren nicht mehr so wertvoll, weil man die Bohnen zu sehr ausgebeutet hat. Und da hat man gedacht, hier läuft irgendwas schräg, da müssen wir uns mal einen anderen Weg suchen. Und dann ist dieser Weg entstanden einer natürlichen Fruchtfolge, eine organische Landwirtschaft. Man versucht halt Felder zu bewirtschaften und sie ab und zu dann wieder brach liegen zu lassen und mit Klee zu bepflanzen, damit sie natürliche Stickstoffe reinkriegen oder das, was mit künstlichen Zutaten macht. Das ist sozusagen das Fundament der Demeter Landwirtschaft. Also sorgfältig. Sorgfalt und natürliche Fruchtfolge ist halt einfach das. Im Idealfall geht man davon aus, dass man sagt, so und so viel Land hat die Möglichkeit, so und so viele Tiere zu versorgen und so und so viele Tiere können wiederum halt durch ihren Dung, durch ihren Mist, der anfällt, kann man damit das Land wieder düngen und die Lebensmittel, die dadurch entstehen, sind ausreichend für den Menschen. Also man sagt so über den Daumen, wenn man 1 Hektar Demeter Landwirtschaft reicht für ein Rind oder für 6 Schweine. Also da merkt man schon, wie exzessiv das ist, wie viel Land du brauchst, um gute Lebensmittel und gute Lebewesen zu züchten.
Und diese Lebewesen, die kaufen wir aus Demeter oder aus Bioland Landwirtschaft ab, unserem landwirtschaftlichen Teil, dem Gut Wulfsdorf, der Familie Lutz. Und daraus produzieren wir dann Fleisch- und Wurstwaren, wo wir dann wiederum auch auf Zusatzstoffe verzichten. Das passiert hier im Grunde genommen wöchentlich 3-mal. Da verzichten wir, also da würde ich jetzt so als Unterschied zum normalen, in Anführungsstrichen, Fleischer, ist es eine Mischung aus Demeter Schwein vom Gut Wulfsdorf und Bio-Rindfleisch. Dann verarbeiten wir keine Glutamate, keine Geschmacksverstärker anderer Art, keine Hefeextrakte, keine künstlichen Emulgatoren, sondern verarbeiten eigentlich nur Biogewürze, Naturgewürze und Steinsalz. Alle unsere Tiere wachsen sozusagen, man spricht ja zwischen Antibiotika, was man präventiv verwendet, und akut verwendet. Das gibt natürlich Raum für Interpretationen und auch zu Recht, weil es halt einfach so ist, das anschließend zu kontrollieren ist natürlich schwer. Man würde jetzt auch in einer Demeter oder in einer Biolandwirtschaft kein Tier, was krank ist, einfach mit seiner Krankheit sozusagen sterben lassen, sondern man würde dem dann auch irgendwann mal Antibiotika geben. Aber es gibt eine gewisse Karenzzeiten, dass das wieder abgebaut ist, bevor es geschlachtet wird. Das ist aber nur die Seltenheit dieser Art der Landwirtschaft. In der Praxis sind wahrscheinlich fast alle konventionellen Schweine und fast alles an konventionellen Geflügel Antibiotika belastet, weil die Rassen so überzüchtet sind, dass sie ohne Antibiotika gar nicht aufwachsen können, gerade wenn sie so eng eingefärbt sind. Ne? Somit basiert viel unserer Landwirtschaft und unserer Lebensmittel, den Tieren, auf Naturrassen, weil die Naturrassen immer noch dieses haben, dass sie resistent sind gegen Bakterien, gegen unterschiedliche Wetterverhältnisse, während so ein Tier, was völlig überzüchtet worden ist, dass es schnellstmöglich nur groß wird, bei jedem Witterungswandel schnell umfällt. Bei Puten ist das gang und gäbe. Ne? Also eine Pute ohne Antibiotika ist fast gar nicht machbar. Wir gucken mal hier was machen. Ah, okay. So. Hier kannst du mal reingucken. Alles, was jetzt hier hängt, ist sozusagen um die 4 bis 5 Wochen auf Knochen gereift. Das sind unterschiedliche Genetiken. Das sind Hofrinder. Das sind so Angus-Kreuzungen mit Rotbunden. Dann haben wir Shorthorn und Galloway-Rinder, die im Naturschutz aufwachsen, die auch auf der Weide geschossen werden. Ich mache mal einmal zu, wegen dem Klima, weil das ist hier ganz entscheidend. Dieses Dry Aging hat für uns den Betrieb nochmal sehr verändert. Die Idee ist irgendwann mal vor 12 Jahren entstanden. Und seitdem versuchen wir weitestmöglichst auf Vakuumreifung zu verzichten. Reifen, wie gesagt, die Rostbeef-Stränge, die Nacken. Wir reifen halt aber auch, wenn ich mal einmal drehst hinter dir, würdest du denn die Koteletstränge sehen von unseren Duroc-Schweinen zum Beispiel. Oder der Nacken, der jetzt hier ist. Auch die sind 2-3 Wochen im Dry-Ager. Und wenn du die dann als Nackensteak oder als Nackenkotelett, in unserem Fall nennen wir das Tomahawk grillst und das Medium Gas, steht das kein Rindersteak im Stück nach, also es ist mindestens genauso gut. Also back to the base ist es halt immer, ne? Ganz viel von dem, was Qualität ist, das hatten wir vor 100 Jahren und wir versuchen so verloren gegangene Schätze immer wieder zu entdecken. Das ist so Herzenssache. Ja, das Beste vom Besten. Genau, das Beste vom Besten und halt gut Ding braucht Weile. Wir wollen halt immer, also wie unsere Philosophie ist, wenn jeder mehr bereit wäre für gute Qualität, weniger zu essen und gleichzeitig mehr dafür auszugeben, dann hätten wir ganz viele Probleme gelöst. Ne? Für den eigenen Körper, für die Landwirtschaft und auch für unsere nachfolgende Generation durch die CO2-Belastung. Ne? Ja, aber unsere Lebensmittel sind dementsprechend auch preisintensiver, weil sie wesentlich preisintensiver sind, weil die Tiere werden viel älter, das Fleisch reift länger und der Ertrag ist dementsprechend viel geringer. Na, das ist, wie gesagt, wir produzieren eher Butter statt Margarine. Es ist ein luftgetrockneter Rinderschinken, also was man in der Schweiz Bündnerfleisch nennt und in Norditalien Bresaola. Unseres ist eine Wagyu Saola, weil es ist eine Mischung
nach der Zubereitungsform, wie es die Norditaliener machen in der Lombardei. Und wir dafür unsere Schmorbraten nehmen von unseren Kurerindern, von den Wagyus. Ne? Also es ist einer unserer gehyptesten Artikel, war mal Bioland Goldmedaillengewinner als bester Artikel Deutschlands. Und wenn man das jetzt anschneidet, das können wir dir nachher mal, zeige ich dir nachher mal vorne im Laden, dann siehst du, dass die Bresaola durch dieses geile intramuskuläre Fett von innen aussieht, eher wie eine Salami. Und nicht wie das typische Bündnerfleisch, was man sonst kennt. Das ist halt einfach genetisch, hat das so einen Vorteil, dass das beim Lebensmittel, was wir denn draus kreieren können, und nochmal ein Riesenunterschied ist in der Qualität. Ja, toll. Dann greifen wir hier unsere Kartenrauchgeschichten. Kartenschinken, das sind Kartenrauch-Mettwürste, die wir produzieren. Die sind von unseren Geschäftsfreunden von Bär aus Salamanca, die höchste Form von Iberico-Schinken. Die sind jetzt 5 Jahre gereift. Das sind den wirklich. Die jetzt hier, 5 Jahre? Die da hinten hängen, mit dem Huf dran. Das heißt, die hängen hier schon seit 5 Jahren? Nee, die sind bei uns jetzt seit ein paar Wochen. Und in Spanien kommen die aus der Extremadura, beziehungsweise aus anderen Waldgebieten und greifen da 5 Jahre. Also das für mich persönlich das wertvollste tierische Lebensmittel, was es halt gibt. Gehört auch zu den kulinarischen Big Five, neben Kaviar, Hummer, Gänsestopfleber und Trüffel. Das ist eine der 5 besten Lebensmittel, die die Menschheit halt hat. Können wir vorne nachher auch mal testen. Okay. Aber das überlassen wir den Spaniern, weil das ist denen ihre Kultur. Wir haben hier so viel andere Wurstkultur, was wir machen. Schuster, bleib bei deinen Leisten, aber da setze ich auch meine Freunde aus Spanien. Okay. Gut, dann führe ich dich mal weiter jetzt hier durch unseren Betrieb. Das sieht mir aus nach Frikadellen. So, gehen wir mal hier einmal weiter. Für Frikadellen? Manni, was wird das jetzt? Frikadellen. Frikadellen. Ja, also so sehen bei uns Frikadellen aus. Da ist wirklich Fleisch drin. Das ist der Beweis. Nimm's auf. Ja. Ist nicht gefällig. Ja. Dann jetzt 50-50 oder? Also gemischtes Hack. Gemischtes Hack 50-50. Nach eigenem Rezeptur. Ja, also ich sage mal ganz ehrlich, es gibt keine Geheimrezepte. Nee. Also das ist immer so, ich glaube, das stimmt. jeder, der Spaß hat an Lebensmitteln, der kann bei Onkel Google nachfragen und selber Wurst machen. Das stimmt. Weil die Gewürze sind für mich immer nur sozusagen das Parfüm. Damit kannst du noch ein bisschen was machen. Ja. Aber der Star ist immer das Lebensmittel, ist immer das Tier. Und wenn das Tier total frisch ist und total zeitnah als Wurst jetzt verarbeitet wird, dann würde Salz und Pfeffer reichen, weil es einfach lecker ist. Ja, und ansonsten ist Gewürz dann halt, wie gesagt, immer noch so ein kleiner Kick oben drauf. Aber für mich ist es halt so, das Wichtige ist halt, ja, du kannst, ich sag mal so bösartig aus Buntblech keine Juwelen machen. Was wir hier verarbeiten, ist halt Edelmetall. Ne? Und dementsprechend hat die landwirtschaftliche Seite und die Genetik gibt uns schon so einen Vorteil mit, dass wir es dann durch unsere natürlich hausgemachten Gewürze dann ergänzen. Aber das ist jetzt kein großes Geheimnis. Also bei einer Frikadelle, um darauf zurückzukommen, würde ich sagen, eine gute Frikadelle braucht Salz, Pfeffer und etwas Muskatnuss. That's it. Brot? Ja, Semmel? also jetzt, ne, als Zutat machen wir dann noch 10% Ei, 10% Zwiebeln und 15% Paniermehl. Jetzt habt ihr das Rezept. Okay. Okay. Ja. Es ist so, dass wir haben eine Genehmigung zum Transport von schlachtwarmen Tierkörpern. Das klingt erstmal ungewöhnlich mit Sicherheit für den einen oder anderen, der nicht fachlich aus der Welt kommt. Aber in der Praxis muss man sich das so vorstellen, dass wenn du ein Tier schlachtest, gerade jetzt ein Schwein, und machst es zeitnah daraus Wurst, ist diese Wurst immer besser als eine Wurst, die sonst zu 99,9% produziert wird, weil die wird produziert aus Tieren, die mindestens 24 Stunden durchgekühlt sind. Na, das ist lebensmittelrechtlich dann sicherer und deswegen machen das auch alle so. Aber das, was durch das Auskühlen verloren geht, den Geschmack kriegst du nie wieder rein, durch kein Gewürz der Welt. Es lässt sich ungefähr so vergleichen, als wenn du jetzt einen Kuchen backst und du probierst den Kuchenteig erstmal so und isst ihn und dann isst du den Kuchen anschließend gebacken. Dann ist der Kuchen gebacken natürlich auch noch lecker, aber der Kuchenteig ist dementsprechend immer noch intensiver. Und wir arbeiten mit diesen, sozusagen, wir verarbeiten das Fleisch dann, haben diesen pH-Wertvorteil, dass wir dann auf keine Zusatzstoffe zurückgreifen müssen. Wir verarbeiten kein schädliches Phosphat, sondern der pH-Wert des Tieres ist immer noch so hoch, dass diese Brühwurstartikel wie Fleischwurst, Wiener Würstchen, Fleischkäse, die halt
sozusagen am Ende wieder schnittfest sein, sollen den pH-Wert aus natürlicher Weise so hoch haben, dass wir nichts zusetzen müssen. Und der Geschmack wiederum ist auch viel intensiver. Also man müsste dann im Vergleich weniger Gewürze verwenden, aber weil der Eigengeschmack so intensiv ist. Wenn jetzt jemand noch so Hausschlachtungen kennt, dann würde man immer feststellen, dass das so ein Mett aus einer Hausschlachtung besser schmeckt als das beim Fleischer. Oft ist es aus der Hausschlachtung noch nicht mal von Fleischer gemacht, sondern eher vom, in meinem Fall im Harz damals waren das Maurer, die schlecht Wetter gemacht haben im Winter und die haben sich ja noch Geld mit Hausschlachtung verdient. Und dann war immer die Meinung, die Wurst vom Maurer schmeckt besser als die vom Fleischer. Also die Aussage hat mein Vater immer sehr geärgert. Heute würde ich sagen, das ist richtig, aber nicht, dass der Maurer bessere Wurst machen kann. Er hatte nur das bessere Rohmaterial. Das ältere Schwein ist größer, das hat mehr Fett, das hat mehr Charakter, mehr Eigengeschmack und dennoch schlachtwarm verarbeitet ist dann immer wieder wie im Verhältnis, ich sage mal so wie Sterling Silber zu Weißgold. Ne? Das heißt, etwas älteres Schwein würde besser schmecken? Ja. Aha. Genau. Und wie viele Jahre sprechen wir da im Vergleich zu jung, alt? Ja, du musst es dir so vorstellen, dass es so ist, wenn so ein Tier geboren wird, dann sieht man das, beim Pferd noch mehr, das muss gleich flüchten. Sofort ziemlich ausgeprägt ist das Skelett, die Knochen. Die sind verhältnismäßig groß. Dann wächst langsam der Muskel, das kommt als nächstes. Und irgendwann wächst das Tier nicht viel weiter, dann geht die Nahrung eher ins Fett. Und dann geht es erst oberflächlich. Und wenn es oberflächlich da ist, ne, dann erst geht es anschließend in den Muskel rein, ins Intramuskuläre. Und das ist eigentlich das, was ein Stück Fleisch den Geschmack gibt. Und die Wurst daraus halt auch. Bei uns in unserer Kultur ist es aber leider so, dass erstmal die besten Genetiken fast nicht mehr gezüchtet werden. Bei Schweinen gibt es fast nur Petra. Das ist so wie eine holländische Tomate auf 4 Beinen. Die wird innerhalb von 6 Monaten so groß, dass sie geschlachtet werden kann. Danach ist es unwirtschaftlich, das Tier weiter zu füttern, weil die Kosten für Futter im Verhältnis zu dem, was nur an Gewichtszunahme ist unwirtschaftlich. Also werden die Schweine nach gut 6 Monaten ungefähr geschlachtet, damit die alle standardmäßig gleich sind. Das passt auch zu den modernen Schlachtbetrieben. Unsere Tiere haben mindestens Geburtstag, also die werden immer doppelt so alt. Das macht das Schwein natürlich viel, viel preisintensiver für die Landwirte, weil sie mehr als doppelt bis 3-mal so viel füttern müssen, bis sie ihr Schwein verkaufen können. Aber dadurch hat das Schwein halt viel mehr Geschmack und halt auch viel mehr Charakter im Biss, im Positiven gesehen. Bei den Rindern ist es so, dass die meisten Rinder, die man so kennt, würde ich beim Daumen schätzen, so 1,5 Jahre sind. Das sind Bullen. Auch da hast du diesen gleichen Effekt, dass ab da das finanziell eher unwirtschaftlich ist und man auch man über Jahre den Verbraucher auch eingebläut hat, das Fett ist negativ, mager ist gut, das stimmt natürlich auch, aber alles in Maßen. Aber wenn du natürlich immer nur dieses eine magere Stück Rindfleisch oder Schweinefleisch isst, dann geht dir irgendwann verloren, was es überhaupt an Qualität sonst noch gibt. Und das ist nicht nur bei mir im Fleischerhandwerk so, das ist auch auf alles andere an Lebensmitteln so übertragbar, weil in der Regel ist es halt einfach so, dass es wird nicht das beste Lebensmittel gezüchtet, sondern das, was am schnellsten Ertrag bringt. Und somit wird der Verbraucher irgendwann, wird ihm immer mehr das abtrainiert, weil er gar keinen Zugang mehr hat zu guten Lebensmitteln. Ne? Und meine Botschaft oder meine Mission ist es wieder, das Rad ein bisschen zurückzudrehen, zumindest für einen Teil der Bevölkerung, die Bock drauf hat, dafür halt auch das dementsprechende faire Geld an Landwirt und an Metzger zu bezahlen, um ein Tier halt auch ein tiergerechtes Leben zu finanzieren. Ne? Jetzt Frikadellen noch raus und dann. Genau. Sag mal dann Bescheid, den können wir nämlich einmal den Kutterprozess mit begleiten. Genau. Da erzähle ich was dazu, ne? Oh, super. Ne? Und dann kannst du einmal mal halt so unsere Wulfsdorfer feine Bratwurst, die war ja auch mal als Imbissbratwurst, Feinschmecker prämiert, Fastfood vom Feinsten, beste Currywurst Pommes Hamburg. Das haben wir vor 10 Jahren. Den Speck gehabt, das war jetzt Backe-Air, ne? Und Backe-Air, was ich ja vorhin schon gesagt habe, der Wertvollspeck. Den haben wir auf 4 Millimeter, ne? 400 Millimeter rein. Das jetzt ja auch nicht. Genau, also das sind 3 Millimeter. Das ist jetzt das typische, was man so als Hackfleisch kennt. Ne? Das ist jetzt Schweineschulterfleisch
wie es Rosi gerade zerlegt hat, hast du ungefähr 20% Fettgehalt, knackige Muskulatur, ja? Sind auch keine Knorpel drin, aber schon Kollagene, sprich Bindegewebe sind da drin und die müssen auch da drin sein. Du könntest jetzt aus dem Filet keine Wiener Wurst machen oder keine Bratwurst machen. Könntest du zwar machen, aber es wäre so, als wenn du eine Teewurst beißt. Hätte halt keinen Biss. Also hier müssen wir Kollagene drin haben, also nehmen wir kerniges Eisbeinfleisch, kerniges Schulterfleisch. Das ist jetzt 3 mm gewolft. Von Alicia packt es jetzt in den Kutter, das kommt aus dem Englischen, ne? Vom englischen Schneiden halt. Eingedeutscht schreibt es sich aber mit K. Und der erste Prozess war das Wolfen. Und jetzt kommt der Prozess des Feinzerkleinerns. Und das ist eigentlich das, was man jetzt macht, ist so ein bisschen wie beim Bäcker halt auch. Wenn du Kuchen backst, das ist eigentlich bei jeder Brotwurstsorte ähnlich. Da gibt es natürlich immer noch ein paar Nuancen, die man anders machen kann. Aber hier im Grunde genommen wird das Magerfleisch jetzt ausgekuttert. Die Messer schneiden, die Messer erzeugen Hitze. Und damit das Fleisch nicht verbrennt, muss es runtergekühlt werden. Gleichzeitig muss, damit das Eiweiß quellen kann, Wasser rein. Jetzt könnte man mit Stickstoff arbeiten und das Fleisch runterkühlen. So macht das die Industrie und würde dann Wasser zukippen. Wir kombinieren das. Wir nehmen Wasser, aber Wasser in gefrorenen Zustand, um dementsprechend einerseits das Fleisch zu kühlen während des Prozesses, weil es darf nur eine gewisse ideale Endtemperatur haben, circa am Ende 13 Grad Celsius, damit der Muskel die möglichst beste Konsistenz hat. Jetzt kommt Salz und wenn du es nicht kühlen würdest, würde das Fleisch an den Messern verbrennen. Und deswegen muss es gekühlt werden. Und das Wasser, was daraus entsteht, ist dafür da, die Eiweißzellen, die werden jetzt durchs Verschneiden aufgerissen. Das Eiweiß quillt aus und durch das Wasser sozusagen quillt es auf. Gelöst, ne? Das wäre sonst geschlossen und es ist jetzt geöffnet. Und wird dann durch das Wasser quillt es halt auf, damit wir dann anschließend aus diesem, sagen wir so, gesättigten Magerfleisch kommt dann der Speck dazu. Der gibt der Wurst den hauptsächlichen Geschmack. Und alles kombiniert miteinander, gegart, wird dann wieder zu einer koagulierten schnittfesten Wurstwurst. Oder was? Ja, 10, 12 Grad. Und dann bei der Wurstsorte, das wäre jetzt so ein Unterschied. Weil ich sag mal, so eine Rostbratwurst, die soll noch saftig sein. Oder eine Thüringer, ne? Eine Originale. Da wird der Speck erst später zugesetzt. Weil der soll noch eine gewisse Kontur haben. Der soll nicht zu fein sein bei der Bratwurst. Damit die Wurst Biss hat, aber gleichzeitig saftig ist. Beim ganz feinen Brät, wie einer Wiener Wurst oder ein Fleischkäse, da würde man den Speck jetzt schon zusetzen, damit man ihn nachher nicht sieht, damit er genauso fein gekörnt ist wie der erste Teil halt auch. Ne?
Ja. Hier sieht man, dadurch, dass das Brät schlachtwarm ist das, wenn du das jetzt vom ausgekühlten Tier im Vergleich filmen würdest, dann würde das viel in der Konsistenz, also nicht so weich sein, nicht so wie so ein Puddingartig und es würde nicht so glänzen. Das hat das Brät nur, wenn der Muskel schlachtwarm verarbeitet wurde. Ne? Dass möglichst die Muskulatur natürlich alle gleich klein sind, sonst sieht das unästhetisch aus. Bei einer Bratwurst würde es jetzt nicht so auffallen, aber wenn man natürlich eine Aufschnittwurst halt hätte und man würde das jetzt so füllen, dann würde man sagen, oh, was ist denn da drin? Ne? Das sieht nicht schick aus. Also man muss mal darauf achten, dass möglichst ein-, zweimal zwischendurch nochmal geöffnet wird, um von groben Muskulaturen den Deckel zu befreien. Das haben wir jetzt gemacht. Und jetzt gut, dass Alicia bis auf die gewünschte Temperatur von rund gut 10 Grad aus und dann kommt der wertvolle Speck dazu. Das ist sozusagen, das ist der Flavor, das ist der Geschmacksgeber und das Parfüm ist dann das Gewürz. In dem Fall ist das unsere Interpretation von einer Rostbratwurst. Also das ist jetzt ziemlich perfekt. Jetzt hast du diese Körnung, die wir haben wollen. Das Gewürz ist perfekt vermischt. Es sind so 2 Runden gedreht, damit das restliche Backenfett noch gleich verteilt. So die Temperatur ist 13 Grad perfetto. So muss es sein. Also, das ist nur noch gedenkt. Jetzt hörst du kein Geräusch. Ne? Jetzt ist sozusagen, die Messerwelle dreht sich nur ganz langsam. Und es wird nicht mehr geschnitten, das sozusagen kann sich dann an der Temperatur nur noch wenig verändern. Ne? Jetzt geht es nur noch darum, dass es alles schön gleichmäßig ist, nicht dass der eine auf einmal irgend so ein Gewürznest findet oder mit Fett an einer Stelle zu viel ungleich verteilt, wäre auch nicht so schön. Das ist dann immer noch, ist halt immer noch absolute Handarbeit. Ne? Du kannst es auch gut schnell machen, aber wenn es richtig gut sein sollte, sollte man auch wie es Manni jetzt macht, da immer beim Prozess den noch begleiten. Hier unten ist eine Vakuumpumpe und das saugt jetzt sozusagen die Wurstmasse an und dann wird sie hier raus rotiert. Portioniert. Ne?
Die wird jetzt eine größere, was machst du mal, die 110 Milliliter oder was? Genau, 110 Milliliter schwer, das sind so 110 Gramm soll die haben, ne? Und, das kann man auch manuell, wir haben das alle mal so gelernt, dass man es auch, dafür gesagt, gerade ausfüllt, den füllst du nur so raus und dann drehst du immer ab und drehst wieder so ab. Dann hast du hier einen Abteiler drin, der macht es automatisch. Bei der hier ist es so, also für alle, die schon mal eine Original Thüringer gegessen haben, das ist jetzt hier bei der ähnlich, da füllt man die lose. Man lässt den Wurstdarm etwas länger als das Volumen der Wurst ist, die da drin ist. Das hängt damit zusammen, dass wenn ich die jetzt langsam braten will, die Wurst, die wird beim Grillen wie so ein Ei. Das Eiweiß dehnt sich aus, dieses koagulierte Bret wird größer. Und wenn wir jetzt die Wurst zu eng machen würden, würde sie sofort wegplatzen. Also, was jetzt so ist Luft dazwischen und dementsprechend das ist halt auch nur, das lernst du jetzt nicht innerhalb von einer Woche. Ne? Da musst du dann schon wirklich diese Mischung aus Handarbeit und trotzdem, also wie so eine künstliche Intelligenz am Wurstfüller hier, so schnell, das ist schon okay. Großes Entertainment. Aber wenn die Wurst jetzt so ist, dann hast du jetzt halt dieses hier, die wird jetzt hier so abgeschnitten und sie würde dann dementsprechend, wenn du sie grillst oder brätst, sie dehnt sich noch aus und deswegen muss sie noch Luft haben, wo sie sich hinlehnen kann, ohne gleich wegzuplatzen. Ne? Das ist bei einer lose gefüllten Thüringer ganz wichtig. Ne? Ist die Masse ganz grob, also eher wie so ein grobes Hackfleisch, dann kann man sie enger machen. Aber hier, dieser Teig, der geht richtig auf. Der wird wachsen. Wenn du so einen Fleischkäse hast und du füllst ihn ein, dann ist er erst noch so. Und wenn er in einem Backofen ist, dann geht er wie so ein Kuchenteig auch so auf. Das wäre jetzt hier auch. Deswegen muss da noch ein bisschen Luft sein, wenn man sie nachher dann braten oder auf den Grill tut. Die Schweineheber drüben oder hier? Links oder rechts? Ist ja schon fertig zum Verkauf, ja? Ja, genau. Die bleibt ungebrüht, ne? Die geht so in den Verkauf und wird dann zu Hause durchgebraten, ne? Was haben wir am Ende? Auch nochmal der feine Thüringer. Feine Thüringer. Also als Brühwurst, ja? Genau, Okay. die wird jetzt gebrüht, ja. Genau.
Das sind im Schafseite gefüllt, ne? Das sind wie so Nürnberger Rostbratwürste. Ah, okay. Also Nürnberger Art, ne? Dürfen wir nicht Okay. Nürnberger sagen. Also Nürnberger darf man nicht. Ne, Ja, weil dann sie- heißt das dann Nürnberger Art. Genau, was Ja. Herkunftsbezeichnung ist, ne? Nürnberger. Ja, okay. Ich glaube, du kannst Berufe haben, die klingen dann erstmal besser. Dann bist du vielleicht Pilot, okay, da hast du, ich glaube, eine reale Arbeitszeit von 1,5 Minuten, weil der Rest ist ja, glaube ich, meine ich, Autopilot. Ne? Dann sieht das zwar toll aus, auch deine Uniform, aber eigentlich bist du ja wie ein U-Bahn-Fahrer. Ne? Nur halt im Flugzeug. Also ganz viel machst du da nicht selbst, ohne jetzt die Ausbildung jetzt negativ darzustellen, weil da haben die schon richtig was auf dem Kasten. Aber das Reale, was man macht, ist wohl wenig. Und bei uns ist es halt wirklich so, wir haben immer diese Mischung aus, du denkst dir was aus oder du machst immer was wieder und dann freust du dich, dass es immer besser wird, jeden Tag 1% besser. Oder du veränderst es zum Positiven oder du denkst dir was Neues aus und freust dich dann über das Lebensmittel, wenn es dann fertig ist und du bringst es raus und bringst es auf die Bühne und bietest es deinen Kunden und Freunden halt an und kriegst es dann reflektiert, weil du im Austausch bist. Also da haben wir sehr viele positive Facetten. Und dann ist dieses, ich sage mal, diese Floskel, wenn du Spaß an der Arbeit hast, ist es keine Arbeit mehr, so ein bisschen ist da schon was dran. Also mich nervt es auch manchmal, wenn der Wecker morgens früh klingelt, ne? Oder wenn es zu viel Stress ist. Aber ich habe so einen tollen Beruf, ich tobe mich seit 30 Jahren als Wurstentwickler, als Fahrzeugbauer, als Ladenbauer, als Marketingstratege in unterschiedlichen Berufszweigen aus. Aber meine Kernemotion ist es halt immer noch die Berufung, die geilsten Lebensmittel tierischer Natur herzustellen. Ne? Das ist es halt das, was mich halt begeistert. Und ich glaube, das spürst du halt auch bei uns im Team sehr viel. Gerade wenn du im Verkauf halt bist, diese Emotionen, die dann auch vermittelt werden. Ne? Dass man halt weiß, man mit einer gewissen Ehrfurcht, wir haben da was total Hochwertiges, was wir euch anbieten, aber dafür ist halt auch ein Tier gestorben. Ne? Ja. Drei Arten von Wurst. Ja. Rohwurst bedeutet, Fleisch ist roh, wird zu einer Wurst verarbeitet, die Wurst bleibt aber roh. Und die gibt es dann immer noch in frisch und in getrocknet. Also du kannst jetzt nur eine Streichmettwurst machen oder eine Teewurst, so, ne? Dann nimmst du einfach das rohe Fleisch, da kommt Salz, Zucker und Gewürze dazu, es wird verkleinert, wird in eine Hülle gefüllt, die Wurst bleibt roh und du streichst die aufs Brot. Machst du eine Mettwurst, eine Salami, das wäre eine Dauerwurst. Da ist es so, dass die Wurst der gleiche Prozess ist, rohes Fleisch wird zu roher Wurst, die Wurst wird dann getrocknet, verliert Feuchtigkeit, verliert Wasser, dadurch fermentiert sie und wird konserviert. Das ist Rohwurst. Das ist der eine Bereich. Dann kommt Brühwurst. Das ist das, was wir jetzt machen. Das ist so Wiener Wurst, Fleischkäse, ne? Liona. Nimmst rohes Fleisch. Rohes Fleisch wird zu der Wurst verarbeitet und die Wurst wird dann gegart. Abgekühlt und als gegarte, gebrühte Wurst verkauft. Das ist eine Rohwurst. Das ist eine Brühwurst, Entschuldige. Und die dritte Produktgruppe, das ist Kochwurst. Man nimmt Fleisch, was roh ist, kocht es ab, macht aus dem ab- oder angekochten Fleisch eine Wurstsorte und die kocht man dann nochmal, um sie zu konservieren. Das wäre eine Kochwurst. Das wäre sowas wie Pastete, Leberwurst, Rotwurst, gekochte Mettwurst. Also eine Brühwurst wird nie aus gekochtem Fleisch verarbeitet, sondern aus rohem Fleisch. Und wird dann nach der Produktion, nach dem Herstellen, dann durch Garen sozusagen konserviert. Und das Eiweiß ist aufgeschlossen durch Salz und durch diesen Kutterprozess. Und wie wenn man ein Ei kocht, durchs Garen wird dann dieser flüssige Teig, der koaguliert und wird zu einer schnittfesten Masse. Das ist Brühwurst. Und wo steht dann Bratwurst? Also Bratwurst wäre auch eine Brühwurst. Keiner hat so eine große Wurstkultur wie wir Deutschen. Woran liegt das? Das liegt daran, dass die anderen europäischen Nachbarn eher zentral regiert waren, wie Spanien und Italien und Frankreich.
Und Deutschland war ja eine Fülle von Herzogtümern und Fürstentümern. Und dadurch waren das alles kleine Ministaaten und jeder Ministaat ist in seinem Bereich gewesen, weil sonst, wenn er die Grenze übertreten hätte, hätte er irgendwelche Steuern und Zoll zahlen müssen. Und somit gibt es ganz viele unterschiedliche regionale Wurstspezialitäten, weil jedes Herzogtum seine eigenen Fleischer halt hatten und somit haben wir so eine große Wurst- und halt auch Brotvielfalt. Das liegt daran, dass Deutschland so ein Flickenteppich war bis vor 250 Jahren ungefähr, ne? Oder vor 200 Jahren. Also ich erzähle mal so ein bisschen, wir gehen mal im Hintergrundbild, kannst du mal ein bisschen Rostbeefstränge noch sehen, weil ich ja auch gesagt habe, hier ist es auch drauf, das ist unser Covergirl, ist mein Lieblingssteak, das ist ein Ribeye-Steak auf Knochen, das nennt man Prime Rib und das ist auch vom Wagyu, vom Kobe-Rind. Ist das okay für dich so vom Licht oder ist das nicht so? Ja, alles besser. Also das sind hier Reifen, denn wie gesagt, 500 Rostbeefstränge, unterschiedlichster Reifegrade, unterschiedlichster Genetiken, jede Sorte für sich, abgeriegelt hermetisch, mindestens 3 bis 4 Wochen, dass wir hier drinnen keine Klimaschwankungen haben. Also wir haben immer die ziemlich gleiche Luftfeuchtigkeit, ziemlich gleiche Temperatur und ziemlich gleiche Luftumwälzung. Das Ganze ist dann mit Himalaya-Salzwänden verkleidet, um das Fleisch zu konservieren und zu aromatisieren. Und dann holst du dann danach dann halt gustatorisches Gold irgendwann raus, wenn die Genetik es halt zulässt. Ne? Das ist aufmachen davon nicht. Nee. Also doch, können wir nachher mal machen, aber man sollte es jetzt nicht ständig aufmachen. Ja, klar. Deswegen habe ich diese Idee gehabt, viele machen es immer in einen Raum und ich habe dann den Gedanken gehabt, so jede Charge hat seine eigene Klimazone und dann dreht sich das dann halt wieder. Also die Geschichte zu mir war so, vor gut 30 Jahren, also ich komme aus dem Landkreis Osterode am Harz, da habe ich eine coole Kindheit gehabt. Meine Eltern haben einen Familienbetrieb, eine Fleischerei, machen sie heute immer noch Wurst. Mein Vater ist da immer noch aktiv, weil für ihn das genauso viel Leidenschaft ist für mich. Der geht nicht auf den Golfplatz, der produziert den lieber fürs Kneippkurheim in Bad Lauterberg den Wurst. Und bei mir war es halt so, ich habe da die Ausbildung gemacht, weil mein Realschulabschluss nicht viel mehr zugelassen hätte und ich auch nicht wusste, was ich machen soll. Also habe ich gesagt, naja gut, Vater ist Fleischer, wirst du Fleischer. Somit habe ich diese Ausbildung gemacht, das ist mir auch ganz okay oder gut gelungen. Habe dann noch mal ein Jahr Bundeswehr gemacht, was man damals getan hat. Und dann habe ich gedacht, raus aus dieser Provinz, ich wollte mal irgendwie in die große, weite Welt. Ist das eher Osten, oder? Nee, das ist letzter Zipfel Niedersachsen. Also ich bin direkt in einer Grenze von... Ja, genau, das war sozusagen die Sackgasse des Westens. Ne? Also so die letzten Orte 5 Kilometer von der Grenze entfernt bin ich aufgewachsen und zu meinem 18. Geburtstag ungefähr war die Grenzöffnung. Also ich bin aufgewachsen mit Grenze und danach war dann halt das schöne Zusammengewachsen in Deutschland. Bin dann im Januar 94 nach Hamburg gezogen und wollte meinen Job eigentlich nur nutzen, um damit meine Wochenenden, meine Partys und meine Wohnung, also mein Leben gestalten zu können, um über die Runden zu kommen, um dann irgendwann weiter zur Schule zu gehen. Weil es mir dann halt auch irgendwie klar war, dass mein Bildungsgrad dann doch so war, dass man noch mehr daraus machen kann und habe dann gejobbt, erst auf dem Fleischgroßmarkt. Das war eine nette Erfahrung, direkt in Hamburg mit ganz vielen tollen Kollegen zusammen. Und nach einem halben, dreiviertel Jahr nur körperliche Arbeit und ich war damals noch eine Ecke dünner, als ich es heute bin oder damals war ich es noch. Da habe ich gedacht, du musst mal wieder ins Handwerk zurück, nochmal was anderes machen und hatte meiner Meinung nach, das konnte ganz gut Wurst produzieren, zumindest das Sortiment von meinen Eltern, konnte dann noch besser mit dem Messer umgehen, wegen diesem guten halben Jahr Fleischgroßmarkt. Da habe ich gedacht, jetzt wirst du vielleicht was mit Verkauf machen. Und dann bin ich, haben mir ein Hamburger Abendblatt geholt, damals gab es ja noch nicht so das Internet und habe dann geguckt, ob da einer sucht und dann war eine Annonce drin, da stand drauf Bioland Frischfleisch, junges Team sucht motivierte neue Mitarbeiter und bla bla bla, was man halt so schreibt. Und dann, weil es das Einzige war, was als Stellenangebot drin stand hat, bin ich dann da hingefahren, irgendwann im Sommer 1994. Und das war mein Einstieg in dem, was ich heute mache. Habe meinen Ziehvater Heiner Fricke kennengelernt, der damals gerade mit seiner Biofleischerei Pionierarbeit geleistet hatte. Die waren damals 5 Jahre im Gang. Die hatten sich alle so 1989 gegründet und als ich 94 dazukomme, waren die 5 Jahre im Gange. Das war eine witzige Boygroup mit Kollegen, die waren so Mitte 20 bis Anfang 30. Ich war Anfang 20, war der Jüngste. Haben wir viel Spaß gehabt, haben viel verändert und hatten
Also während damals das Handwerk schon schwierig hatte und es eher rückläufig war, hatten wir immer Erfolg und Erfolg macht halt Spaß. Und es war einerseits der Erfolg, es war diese Wahrnehmung und es war halt einfach das für mich auch selber zu entdecken, wie Lebensmittel wirklich schmecken können, die ich ja so auch nicht kannte. Und somit habe ich da erst als Geselle, irgendwann als Meister insgesamt 8 Jahre gearbeitet und die Hamburger Bio-Bewegung unter der Fahne mitbegleitet und sie vielleicht auch da schon ein bisschen verändert, habe dann meine liebe Frau kennengelernt im Laufe der Jahre und dann haben wir den Entschluss gefasst, uns selber in die Selbstständigkeit zu stürzen. Hatten beide so den gleichen Mut und das gleiche Interesse daran und wollten es noch konsequenter machen. Und wenn du jetzt aus einem Biolandbetrieb kommst, dann wäre das konsequentere Demeter. Und somit sind wir in Kontakt mit dem Gut Wulfsdorf getreten. Die hatten damals halt auch schon 14, 15 Jahre Demeter-Landwirtschaft betrieben und somit sind wir im Jahr 2002, also jetzt vor gut 22 Jahren, gestartet als Demeter-Metzgerei auf dem Gut Wulfsdorf, als Metzgerei Dreimann und haben dann noch mal einiges, denke ich mal, verändert und haben dann vielleicht unseren eigenen ökologischen Schneeball entworfen, der immer größer geworden ist. Wir sind im wahrsten Sinne organisch gewachsen. Wir sind eigentlich jedes Jahr ungefähr eine Person mehr geworden vom Team. Wir haben ungefähr jedes Jahr einen Wochenmarkt mehr bestückt. Und mittlerweile sind wir, wie gesagt, knapp 30 Personen und ein Drittel davon sind die Azubis aus diesen letzten gut 20 Jahren. Also vom Praktikanten bis zum Fleischsommelier ist alles machbar bei uns im Unternehmen, das wissen auch alle. Und das spricht sich dann halt auch rum. Du hast immer diese Möglichkeit zu entscheiden, möchte ich jetzt Pilot werden bei Metzgerei Dreimann oder Flugbegleitpersonal, alles ist gewollt, aber es sind eher bei uns Piloten entstanden. Das ist jetzt zum Beispiel, das sind jetzt Lammrücken und Lammkeulen. Hier drin sind jetzt 2 Wochen gedry-aged. Und wir haben dann diesen Vorteil, das sind Bioland-zertifiziertes Salzwiesenlamm vom Schäfer Beusen. Die wachsen oben in der Nähe von St. Peter-Ording auf, kriegen wir wöchentlich. Und somit haben wir dann hier den Rücken und im Rücken sind ja bekanntlich die Koteletts drin, die Chops und wenn man sie rausschneidet, auch der Lachs oder das Filet. Und das ist natürlich immer noch ein homöopathischer Anteil von so einem Tier. Der Verbraucher, wenn er auf eine Speisekarte denkt, denkt ja wahrscheinlich, besteht ein Lamm nur aus Filet. Aber dann muss er halt wissen, dass er nie ein deutsches Lamm ist, weil es ist nur 1% vom Tier ist halt das Filet. Und weil wir ja dem ganzen Lebewesen Wert schenken wollen, müssen wir uns und machen es halt gerne immer Gedanken machen, andere, ich sage mal, genussvolle, gustatorisch leckere Artikel zu kreieren. Und somit kam dann der Gedanke, auch die Lammkeule zu dry-agen. Und wenn wir die dann nachher zerlegen in die Untermuskulaturen, wie man das vom Schwein auch kennt, dann hast du die Nuss und die Oberschale und die Unterschale und die zarte Hüfte. Dann sind diese 4 Untermuskulaturen genauso zart wie ein Lachs. Preislich aber in meinem Fall ungefähr kostet es nur die Hälfte. Und was der ein oder andere nicht mag, wenn das so ein bisschen intensiver ist, das Lamm, das geht durch Dry Age noch verloren. Es wird eher milder im Geschmack. Und das, was wir an Zuschnitten halt haben, was an Hackfleisch anfällt, daraus machen wir unsere berüchtigten Köfte. Aber somit dry-agen wir hier auch die Lammkeule und lassen sie nicht im Vakuum reifen. Da hinten sind dieses gelblichere, das sind Kühe. Das nennt man in der baskischen oder galizischen Kultur Chuleton oder Chugichu. Das sind halt alte Weiderinder, die immer nur Gras fressen, Kräuter fressen, Blüten fressen und das alles einspeichern und dann ab und zu mal ein Kalb gebären. Geht aber nur mit den wertvollsten Rinderrassen. Und das Fleisch, was dann entsteht, ist auch gustatorisch absolute kulinarische Endstufe. Hier vorne ist das Blatt aus der Schulter vom Rind. Und die lassen wir aufknochen mit Fett, auch dry-agen. Das ist in einer von diesen bekannten Sommelier oder Second Cuts. Da kommt dann das in der Barbecue-Szene bekannte Flat Iron raus. Das ist der ganz dünne, selektierte, ohne Sehnen parierte Muskel. Und in unserem Fall ist der dann halt auch 3 Wochen dry-aged, also auch nicht im Vakuum gereift.
haben wir hier? Also in jedem was anderes, ja? Ja, es sind unterschiedliche Genetiken, unterschiedliche Tiere und unterschiedliche Reifegrade. Ne? Das sind jetzt, das ist unser Hauptartikel halt. Ne? Das sind wirklich die Rinderrücken. Also wir verkaufen ungefähr halt 20 Rinderrücken die Woche und also im Schnitt. Und wenn die dann 5 Wochen reifen, dann müssen hier immer 100 Rostbeefs sein, damit wir den Warenbestand halt in der gewünschten Qualität halt reifen. Aber es ist schon, also wir haben insgesamt, das sind ja 6, sind das ja 8 Klimaräume. Ne? Mal hier kannst du auch reingucken. Unten reifen wir dann die hohe Rippe, die Nacken. Aus denen gibt es dann auch so für die Barbecue-Szene so ein paar bekannte Cuts wie die Chuck Roll und den Denver Cut. Den ziehen wir da noch raus. Also durch dieses ganze Dry Aging und durch meinen Kontakt nach Augsburg zur Fleischerakademie und zu total toll liebgewonnenen Freunden da unten, die gleichgesinnt sind, hat sich mein Beruf 2017 nochmal, ist er völlig bereichert und hat sich nochmal völlig neu, seitdem interpretiere ich ihn völlig neu. Ne? Also eine andere Welt an Artikeln, die mir jetzt auch teilweise so nicht bekannt waren, aber wir waren schon ziemlich weit vorne, weil wir ja schon seit 2014 gedry-aged haben. Aber dass wir es so immer gesteigert haben, war auch ein Impuls mit aus der Community Fleischfamilie Deutschlands, wo wir uns immer austauschen. Das riecht so ein bisschen wie Schinken, so ein bisschen wie Hefezopf, Frühling. Ich sag mal so ein bisschen wie Morgentau. Das ist so ein Mix aus unterschiedlichsten Aromen. Und das findest du auch im Geschmack wieder. Also ich finde das immer so, wenn du jetzt, das Geschmackserinnerungsvermögen ist ja riesig. Ne? Also wenn du als Kind mal von irgendwas gespuckt hast und kriegst das wieder 30 Jahre später, würdest du dich sofort daran erinnern. Im Positiven aber auch. Und das ist halt das, was ich immer viel höre, dass ich so von Kunden älteren Semesters höre, ey Andi, das ist ja geil, das Huhn schmeckt wieder wie in meiner Kindheit. Oder ich wusste gar nicht, wie ein Schwein schmeckt, das kenne ich nur noch aus ganz früher, kurz nach dem Krieg. Ne? Und dann kriegst du das halt bestätigt und das hast du halt durch dieses Dry-Agen. Wenn das, wie gesagt, die Genetik muss natürlich dementsprechend gut sein. Das Dry-Agen an sich muss man sich so vorstellen, also ein Muskel reift, ne? Die Totenstarre setzt ja ein und dann entsteht sozusagen aus dem Glykogen, dem Zucker wird zu Milchsäure verwandelt und die Milch, also der pH-Wert senkt sich und das Fleisch fängt an zu reifen. Das macht's immer. Das macht's gedry-aged, das macht's auch im Vakuum. Und beim Rindfleisch kann man sagen, über den Daumen ist es von der Zartheit nach 20 Tagen endgereift. Also von der Zartheit entwickelt sich, es wird nicht noch zarter. Ob das im Vakuum ist oder im Dry Ager. Im Vakuum hat es nur eher sowas Metallernes und wird eher leicht säuerlich. Aber die Zartheit ist die gleiche. Beim Dry Agen ist der Unterschied halt nur, es reift an der Luft und dieses, was man halt sucht, was wir haben wollen, dieses Nussige, was dann entsteht, das entsteht erst nach gut 2 Wochen. Also wird das Stück Fleisch jetzt hier nicht noch zarter, es wird halt nur geschmackvoller, es aromatisiert mehr, weil es ja auch automatisch fermentiert. Es reift und verliert halt Wasser. Und wie ein Schinken, der ja auch über einen längeren Zeitpunkt erst seinen Geschmack, Enzyme entstehen, die werden aktiviert und das gibt dem Muskel dann diesen Geschmack. Aber die Zartheit ist ähnlich wie beim Vakuumieren halt auch. Es wird halt nicht noch zarter, soll es auch nicht. Also die Muskulaturen sind so super, dass die alle zart sind. Und dann muss man halt entscheiden, möchte ich jetzt fast gar nichts mehr kauen. Dann gibt es immer noch das Filet oder sagt man so ein bisschen Textur, finde ich ganz gut. Dann kann es auch der Denver Cut oder das Flat Iron sein. Für mich darf es immer gerne auch ein bisschen Textur haben. Ne? Also Textur haben, weil sonst, wenn ich sage, Qualität bestimme ich nur über die Zartheit, dann sage ich, den kauft ihr ein Toastbrot und lasst das Tier leben. Ne? Das ist noch zarter. Drin hängt auch nichts mehr, ne?
Nee. Den Rest schaffst du. Was sagen wir dann? So eine scharfe Bratwurst? Ja. Das ist Lamm, ne? Lamm. Mhm. Lamm. Wo ist das Pedal? Hä? Pedal? Hier. Ah. Also es gibt fein, es gibt auch grobe Wurst, ja? Genau. Das ist jetzt eine. Das war's. Genau, das ist jetzt eine grobe, ne? Also auch durch die 3 mm, aber das ist jetzt nur gemengt mit Gewürzen. Und es gibt jetzt hier so eine. Also bei ersten Versuch schaffe ich so nicht, oder? Ja. So, ne? Das ist jetzt hier. Ja. Wie lange muss man üben, bis man so... Ah, das geht eigentlich relativ fix, ne? Wenn du das regelmäßig machst. Also 3-4 Wochen hast du das drauf. Ne? Regelmäßig, dann 3-4 Jahre haben wir das. Haben wir den Ja, Schwung. schon ein paar Jahre. Ne? Aber Muss man dann, wie machen wir das? ne? Wie machen wir das? Wie macht man das, dass man das so... Ja, dann musst du hier, wenn ich jetzt hier fülle, Ja. dann halte ich mir hier die Hand. Damit hier tue ich Druck ausüben. Ja. Ja? Und wenn ich jetzt hier nichts, halte ich jetzt so ein bisschen fest hier immer so. Ja, aber dann muss man hier auch was machen, oder? Ja, ja, hier auch. Also ich steuere das hier über hier und hier. Ne? Aha. Tüte, die dreht sich ja hier, ne? Siehst du? Okay. Hier. Okay. Frische Nuggets. Dankeschön. Ich weiß, ich bin so ungefähr so ein paar. Findest du eingewogen? Ja, eingezogen habe ich. Aber wenn du zu 90% alle anderen Kollegen
totale Transformation. Ja. Wir können was die Transformers lernen. Ja. Wir müssen einmal ganz kurz. Das ist Guerilla-Marketing hier, ne? Ja. Die Rot können wir nicht. Ja, kannst du machen, gerne. Schieb die Dinger einfach beiseite. So, das ist noch echte Handarbeit hier, sehr vermauert. Ja. Kommen wir soweit schon ganz gut davor. Sagen wir 90% haben wir jetzt auch schon mal vorbereitet. Der Feinschliff kommt noch. Wochenmarkt offiziell beginnt in 10 Minuten. Aber ich denke mal, der Kundenfluss, das dauert noch 1,5 Stunden, sodass um 10 Uhr fällt sich das ja nachher. Ne? Ist heute ja Dienstag, ist kein Freitag. Freitag geht das noch früher los. Aber der Dienstag ist ein besonderer Dienstag heute, weil wir haben übermorgen 1. Mai. Da wird, denke ich mal, schon heute doch noch ein bisschen mehr Lauf sein. Und ich produziere jetzt mit Robin zusammen gleich. Erst haben wir jetzt die Burger gemacht, unsere Burger Patties gerade. Die sind schon mal fertig. Und jetzt fehlt noch das andere, unser zweiter Hackfleisch da. Der schon zubereitet ist, das sind die Köfte. Das ist so eine Mischung aus Salzwiesenlamm. Habe ich dir einen Dry Ager gezeigt. Ja. Und da kommt 1/3 Lamm, 2/3 Dry Aged Beef dazu. Oder zumindest Beef mit Dry Aged Anteil. Was ich aber jetzt nicht hier habe, das sind die Zutaten. Also wenn du Spaß hast, gehen wir noch mal runter und holen uns mal den vegetarischen Teil dazu. Okay. Ja, das machen wir. Let's go. Gehen wir mal in die Richtung gleich. Ich kann nicht vertrocknen auf dem Weg. Hier ist noch ein Kaffee. Ja, danke. Danke. Super. Ja. Warst du schon mal hier? Ja, Ja. war ich mal. Also für alle, die es nicht kennen, Ja. der Wochenmarkt ist ungefähr 1 Kilometer. Da ist Eppendorfer Baum und einen Kilometer später ist die Hohe Luftbrücke und das ist die U-Bahn-Trasse. Und unter der U-Bahn-Trasse ist Europas längster Wochenmarkt und wahrscheinlich auch einer der schönsten und spektakulärsten. Die meisten Individualisten auf 1 Kilometer. Ja. Komm mit. Moin! Wieder! Selber. Moin, ne? Moin. Moin. Ja, man kennt sie schon, ja, nach Jahren so. Wie lange bist du schon auf dem Markt? Seit 30 Jahre. Auf dem Markt ist du 30 Jahre? Hier. Nee, hier bin ich jetzt 22 Jahre. so. Aber Aber insgesamt insgesamt Wochenmarkt 30 Jahre. 30 Jahre. Das war von meinen selbst initiierten Wochenmärkten der zweite nach Volksdorf. Ne? Aber ich war schon vorher 8 Jahre auf überwiegend Öko-Wochenmärkten. Ja, auf den Märkten ist so eine besondere Atmosphäre, ja. So. Ja, das ist La Familia für mich.
Das ist La Familia mit den Kollegen und das ist auch La Familia mit den Kunden. Also das ist so, also ich kann nicht ohne Wochenmarkt, wenn ich Urlaub mache, dann schlendere ich in Markthallen rum und auf Wochenmärkten. Also ich liebe das. Bonjour! Hey! Es läuft! Ja. Apropos Reise, du hast ja gestern erwähnt, geschäftliche Reise nach Japan. Ja. Erwartest du was Bestimmtes geschäftlich? Irgendwelche bestimmte Ziele, bestimmte vielleicht... Also am meisten freue ich mich natürlich über die japanische Kultur an sich, die natürlich durch ihre, ich sage mal, wirklich perfektionistischen Gedanken, dieses, ich weiß nicht, Kasai, wie man es nennt, das ist immer wieder zu verbessern, das, was man halt schon macht. Und das machen sie in dem gastronomischen Bereich ja wohl noch extremer positiv gesehen als jede andere Nation und Kultur. Und da bin ich total gespannt. Also insgesamt in der Breite von der Kultur, besonders natürlich auf die kulinarische Kultur und dann trotz allem natürlich auch eher in meinem Bereich, und dann geht es halt eher um die besten Rinderrassen. Das Tahima-Rind, ne, ist ja sozusagen das, was hier eher als Kobe-Rind bekannt ist. Die Genetik nennt sich Tahima-Rind und nur die Tahima-Rinder, die in der Region Kobe aufwachsen, sind die Kobe-Rinder, und die besuchen wir, und ein paar andere Züchter. Gibt es auch noch andere Genetiken, die nicht ganz so bekannt sind und genauso gut sind, aber auch daher kommt, das immer vor Ort anzugucken bei den Züchtern und bei den Gastronomen. Das weiß ich jetzt schon, das wird mich flashen und irgendwas wird hängen bleiben, was wir natürlich auch wieder versuchen, denn ja, in unser Konzept mit einzubringen. Ne? Aber Ja. ich bin gespannt, aber ich lasse mich überraschen. Klingt toll, ja? Ja. Toll. Morning, easy. Ja. Aber es ist halt so, ich bin früher als junger Mensch nicht so viel gereist, habe auch nichts vermisst, muss ganz ehrlich sagen. Habe eine tolle Kindheit gehabt, eine tolle Jugend, aber habe noch nicht so viel von Europa oder der Welt gesehen. Und als ich dann in Hamburg gelebt habe und dann auch irgendwann das Geld hatte und meine Frau kennengelernt hatte, dann haben wir uns schon ein paar Ecken angeguckt. Und das war immer der Gedanke, Urlaub zu machen. Und das ist ja gut, schon alleine, um sich zu erholen und auch mal einen anderen Blick zu kriegen, eine andere Perspektive auf sein Unternehmen und auf das, was man überhaupt tut. Und als ich zurückgekommen bin, habe ich gemerkt, boah, das hat immer uns bereichert. Persönlich, menschlich, emotional, aber auch im Unternehmen. Also es wäre fahrlässig, keinen Urlaub zu machen. Für mich jetzt persönlich. Ne? Also Ja. auch aus unternehmerischer Sicht. Ja, das stimmt. Man nimmt ja auch immer was mit, ja, halt bei Nehmen wir was mit? Ja. Gehen wir mal zu dem netten Kollegen Andreas Handke. Der hat Ja. hier schon seinen Stand, glaube Was brauchen ich. wir? Das ist einer, glaube ich, der allerersten, die überhaupt hier im Hamburger Raum mit Biogemüse gehandelt haben. Ich habe Andreas selber auch, glaube ich, schon vor knapp 30 Jahren mal kennengelernt. Und ab und zu sieht man sich mal. Ich habe ihn aber selber jetzt auch schon ein paar Jahre nicht mehr gesehen. Aber es freut mich. Können wir mal gucken, was wir für meine Köfte brauchen. Ein paar Zutaten, die kaufen wir jetzt gleich bei ihm. Zwiebeln, Knoblauch und Blattpetersilie und Spitzpaprika. Das sind diese Bestandteile neben unserem Fleisch und den Gewürzen. Ne? Erstes Trinkgeld? Grüß dich. Das soll es sein. Ich habe schon mal zugekniffen. Ja, super. Warte, da? Und Jawohl. super. Gut siehst du aus. Warst du in Urlaub? Also das ist richtig. Ja, ich bin auf dem Feld. Das ist ja wie Urlaub. Jetzt ist die Ackerarbeit. Ja. Ich hab keine Kabine am Schlepper. Das ist halt die ganze Zeit in der Sonne. Ne? Aber bist du wieder auf dem Turmweg jetzt auch? Nee. Eine wahre Fleischpraline. Und das ist ein Wulfsdorfer Duroc-Schwein, also ein sehr gutes Schwein, was ja, gleichfalls. Ja, das Ganze sozusagen bereichert Geschmack.
Hallöchen. Ja. Darf sonst noch? Das war's? Ja. Haben Sie eine Kundenkarte? Nein. Super, guck mal. Das sind 2,95, bitte. Auf die 37 Seiten. Wir füllen ja immer wieder nach, wir schneiden ein bisschen vor. Wir machen jetzt hier wie. Robin macht jetzt gleich nochmal die Köfte und die Burger Patties. Aber du hast schon immer zu tun. Ja. Ne? Ja. Du hast halt immer zu tun. Also wenn es gut sein soll, musst du immer die freie Zeit wiederum nutzen, um die Attraktivität des Tresenbaus zu gewährleisten. Ne? Und wenn dann irgendwann Kunden da sind, dann ist es halt einfach wie, dann muss halt auch Traffic rein, muss abgearbeitet werden. Ne? Das ist halt die Balance zwischen beraten, erklären und handwerklich arbeiten. Guck mal, jetzt kommt das, was du kannst du dich noch erinnern, als wir gestern in den Klimaraum waren, was du dann außen diesen weißen Edelschimmel hat, diesen weiß, das ist der Edelschimmel, der hier jetzt drauf hat, der wird dann irgendwann abgeputzt. Das ist der gleiche, der auch auf dem Camembert ist, das ist ein positiver Schimmel. Es gibt, also solange Fleisch nicht mit Kohlenhydraten versetzt ist, kann der Pilz nie negativ sein, wissen die wenigsten. Und der Pilz, der hier drauf war, ist sozusagen ein Reifepilz, der ist ähnlich geschmacklich wie der Champignonpilz, den man halt auch von den Salamis halt kennt, ne? Da oder halt vom Camembert. Den haben wir aber hier, dass er nicht zu intensiv ist, abgebürstet. Und jetzt haben wir den halt diesen Schinken davon, ne? Kannst du sehen? Mhm. Ja. Wahrscheinlich hier noch so besser. Da sieht man halt diese Struktur, die halt nur das Wagyu, das japanische Rind halt hat. Ne? Das ist eine Bresaola. Bresaola dürfte ich aber jetzt nicht sagen, weil der Begriff Bresaola ist an zweite Linie an Norditalien gebunden. Wir nennen es Wagyu Saola. Es ist halt ein luftgetrockneter Rinderschinken vom Wagyu, vom japanischen Rind, von der Genetik des japanischen Rindes. Unsere wachsen in Bayern auf, also genauer gesagt in Frankenland und Fränkische Schweiz und werden da auch nahe der Familie Hofmeister, von dem wir sie, nahe der Familie Hofmann geschlachtet in Kulmbach und dann kommen sie nach uns, nach Ahrensburg und dann veredeln wir sie. Dann machen wir halt Salami, Schinken oder wir reifen und dry-agen wie Steaks. Ja. Ich habe den gerade hier liegen, mach mal ein paar Scheiben, sozusagen zum Ankobern. Lege ich da gleich mal in Tresen, damit man auch weiß. Na, das muss man mit, wie gesagt, da haben wir auch noch länger was von. Das ist so eine Reizüberflutung. Ja, guck mal, den tun wir mal jetzt hier hin, damit wir auch weiß, was wir brauchen uns ja nicht zu verstecken. Super, vielen Dank. Wie viel darf ich denn vom Serrano? Ganz. Den mache ich schön dünn, ne? Ja, gerne. Wenn es attraktiv aussieht. Hier, hä? Siehst du? Holy Trinity. Wagyu Saola, Pata Negra und Serrano Schinken. Ja. Okay, dann brauchen wir noch 2 Frikadellen. Die gehen so. Und außerdem Jetzt habe ich alles. Danke. haben Sie eine Kundenkarte von mir. Ja, konntest du sehen, guck mal, hier ist jetzt ein Teil Stegfleisch mit drin. Na, die Ecken. Auch da siehst du halt dieses hochwertige Rindfleisch, ne, für jeden, der jetzt ein bisschen sich fleischmäßig auskennt. Das hier schon absolutes Stegniveau, ne? Das intramuskuläre Fett. Schon gigantisch, ne?
Ja. Und dann schmeckt das was nachher auch anders. Ja, Ja. Ne, das ist Schmeckt nur raus, das das ist ist die nicht nur Qualität. Kopfkino, das ist Ja. real, das ist dann halt auch wirklich real. Ne? Was darfst du da ein? Das war's? Ja, das war schon. Das ist 4,95. Ja. Die hat beim Ei leider keine Auswirkungen. Fast gedacht. Sorry. So ein Ärger. Was war das? 4? 4,95. Du machst wieder recht das nächste Mal. Alles gut. Sollen wir wegnehmen oder gibt's mehr, ne? Du kannst den Leben nicht einen weg. Guck mal nach, ob alles heile ist. Ne? Safety first. Also, jemand ruft. Also 16. Mai. Ja? Danke dir. Schöne Woche. Was darf es denn sein? Wie magst du da? Schneidest du den gleich, lass mal so ein bisschen die Schablone liegen. Ja, genau. Das wird ja nicht Darf sonst noch? Ja, der Birsching ist das Schwein. Geflügel. Aber er hat mir gerade Ja, dann nehme ich Nein sagen, ja, aber nein. Wollt ihr das als Sandwich haben oder nur als Ausschnitt? Ein Sandwich. Gerne. Also einmal, ich setze aus. Super. Komm dann mittags wieder. Ja. Du, ich bin schon bereit. Ja, super. Ach, da ist ja auch noch schon eins. Das hat sich. Genau, das ist bezahlt, also der junge Herr steht da an der Seite. Alles klar. Boah. Chaka. Attenzione, es geht los. So gut ist es mir noch nicht gelungen, das ist das Beste. Hast du Glück gehabt.
Traumhaft. Ja, guck mal, sexy. Hier darfst du gerne zugreifen. Das ist Erlebnisgastronomie, da muss jeder seinen Teil zu beitragen. So. Ribeye-Steak. Der hat diesen Rückenmuskel im Großen. Ja. Und wenn du jetzt ein Steak-Tasting machen würdest, dann würde die Prüfungskommission das Steak immer so hingestellt kriegen und würde hier ein Stück abschneiden. Weil nur